Jegliche Aufträge sind zentral in einer Maske in der Gebra Suite implementiert. Das, was ich gerne hätte, wird eingebaut mit relativ kleinem Aufwand. Und das macht das System aus, wenn eine Anfrage da ist. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Channel bei der Gebra IT. Und wir sind heute zu Besuch bei Harald Schabillig von der Mutec GmbH. Ihr seid Kunde bei uns seit einiger Zeit und wir wollen uns heute mal erklären lassen, was ihr mit uns macht, was ihr überhaupt macht. Und vielleicht kurz noch zu mir. Mein Name ist Sven Lüttgens, bin der Gründer und Geschäftsführer von der Gebra IT. Wir liefern flexible ERP-Lösungen an den Mittelstand und das Ganze basiert auf Low-Code-Technologie. Harald, Ja. Erzähl doch einfach erstmal ganz kurz zu dir, ein paar Worte, und was macht die Mutec GmbH überhaupt? Ja, schön, dass ihr hier seid heute. Also Harald Schabillig, bin 44, bin Inhaber der Mutec GmbH seit kurzem, seit letztem Jahr August. Bin seit über 25 Jahren hier im Unternehmen groß geworden, habe das dann übernommen, weil es für mich eine Herzensangelegenheit ist, das in die Zukunft zu führen. Was machen wir hier? Ja, wir sind Vollsortimenter für die Landwirte der Milchwirtschaft. Wir bieten schlüsselfertige Stallungen an mit dem kompletten Equipment, was dort verbaut wird, von einem Melkroboter über Kühltechnik, Elektroinstallation, Wasser, alles, was man sich im Prinzip vorstellen kann. Wir machen das mit Partnern gemeinsam. Dafür haben wir eine Lösung gesucht, die wir bei der Gebra gefunden haben. Parallel dazu betreiben wir ein Verkaufsgeschäft, ein Routensystem, wo wir mit rollenden Verkaufs-LKWs unsere 3000 Kunden in einem 5-Wochen-Rhythmus bedienen. Mit allen Produkten, die der Tagesbedarf, der Hofbedarf eines Milchwirtschaftsbetriebes nötig hat. Das geht teilweise über Vorbestellungen, das geht über Werbemaßnahmen direkt auch an die Verkäufer per WhatsApp, oder Sie können auch unseren drittes Standbein nutzen, unseren Online-Shop, den wir auch über die Gebra Suite angebunden haben. Die komplette Pflege des Online-Shops läuft über das System. Dort bestellen mittlerweile zwischen 60 und 70 Kunden pro Tag Ware für ganz Deutschland, für Österreich, teilweise Schweiz, Spanien, Italien. Und wir sind sehr froh, dass wir das auch gemeinsam mit der Gebra in den neuen Systemen umsetzen konnten. Sehr schön. Welche Prozesse im System setzt ihr da alle mit uns um? Wir setzen alle Prozesse, die in einem Unternehmen notwendig sind. Das heißt, von der Stammdatenanlage aller Materialdaten bis zu den Stammdaten aller Kunden. Diese Daten werden entsprechend dann per Schnittstellen an die jeweiligen Systeme, ob es an eine DATEV oder an Shop-Systeme, übergeben. Weitere Prozesse sind die Abwicklung der kompletten Auftragswesen. Jegliche Aufträge, ob es über den Offline-Verkauf oder Online-Verkauf läuft, sind zentral in einer Maske in der Gebra Suite implementiert. Von dort aus startet dann auch das ganze Wesen rund um Warenverfügbarkeitsprüfung, Kommissionierung der entsprechenden Aufträge bis hin zur Rechnungslegung wird alles aus einem System in einem Abwasch erledigt. Und Übergabe dann an die DATEV hinten raus, ne, per Schnittstelle. Aber besonders ist auch noch euer Artikelstamm. Ihr habt ja kein zwischengelagertes System oder pflegt die Daten im Webshop, sondern es ist alles in einem sehr großen Artikelstamm. Alle Daten sind da drin, oder? Also wir haben 36.000 Artikel circa im System hinterlegt. Parallel dazu ist im Artikelstamm eine besondere Funktionalität eingebaut, die das Thema Webshop-Datenpflege uns ermöglicht. Dort pflegen wir bis auf Marketing-Themen alle Stammdaten, die notwendig sind für die Übergabe auch in den Webshop. Ja, perfekt. Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten, die da sind? Ich glaube, ihr habt so eine Offline-Applikation. Ja. Muster haben wir für euch entwickelt, die die Verkaufsfahrer nutzen. Korrekt. Wir haben leider in der breiten Fläche nicht überall flächendeckendes mobiles Internet. Somit war die Herausforderung, wie kriegen wir das für die Verkaufswagen und parallel auch für unseren Servicebereich in einer App, die offline funktioniert, so gesteuert, dass alle Auftragstypen entsprechend bedient werden können. Die Fahrer tragen die Artikeldaten, Auftragsdaten pro Kunde in der App ein.
ist keine Verbindung verfügbar, läuft das dann im Anschluss über eine entsprechende Abfrage und alle Auftragsdaten werden bei guter Verbindung in die Gebra-Suite übertragen. Parallel dazu haben wir die Herausforderung gehabt, wie machen wir das mit den Servicetechnikern, wenn die vor Ort in der Stallung oder in einem Keller unterwegs sind. Dort ist es in der Regel so, dass man sehr, sehr schlechten Empfang hat. Auch hier hat die Gebra eine zusätzliche Offline-App programmiert, konfiguriert, die alle notwendigen Daten von der Anfrage bis hin zur Abwicklung des Lieferscheines in dieser App steuert. Auch die App sendet entsprechende Dokumente per Mail, wenn gewünscht, an den Kunden. Und somit ist es ein rundes System, damit die Kunden vom Anruf bis zum fertigen Lieferschein alles in einem Guss erledigen können. Ja, also es deckt im Endeffekt genau eure Prozesse ab, ist auf den Punkt für euch angepasst und ja, es deckt genau die Anforderungen ab. Es sind keine Felder zu viel, es sind keine zu wenig. Es bietet Flexibilität. Wenn Veränderungen anstehen oder Anpassungen oder ich nenne es Feintuning, dann ist das mit relativ kleinem Aufwand umgesetzt und wird über neue Versionen entsprechend an die Personen dann ausgeteilt. Kommen deine Mitarbeiter denn gut damit zurecht? Gerade, wir haben ja auch eben gehört, da hat jemand angefangen, relativ frisch. Ja, sie kommen sehr gut zurecht. Das Schlimmste ist immer, wenn die App ausfällt. Was nicht vorkommt, aber wenn man dann wieder zurück zu den Basics alles manuell auf Papier schreiben muss, dann sind die sehr unentspannt. Okay. Das kann ich mir vorstellen. Zurück zu Papier und Stift Genau. Funktioniert dann nicht so gut. Ne? Nee, das ist der Worst Case, den niemand haben möchte. Also die App ist in der Funktionalität genau passend für den Verkauf, für die Servicetechniker. Die haben sich sehr, sehr gut eingearbeitet und wollen diese App auch so nicht mehr missen. Das Offline-Thema ist sehr, sehr entscheidend für die. Ja, genau. Aber auch hier im Betrieb selber kommen die Mitarbeiter immer schnell und also sie kommen schnell mit den Applikationen zurecht. Ja, die Applikationen, die für die jeweiligen Mitarbeiter freigeschaltet sind in den verschiedenen Bereichen, sind in der Regel selbsterklärend mit relativ kurzen Einweisezeiten. Kann man sich dort einarbeiten, zurechtfinden. Bei tiefer gehenden Themen wird natürlich entsprechend geschult, aber das passt. Also da man braucht da keine Wochen, um sich im System zurechtzufinden. Das mit 1-2 Tagen kennt man die Grundlagen und ja, das macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Okay, perfekt. Das heißt, es deckt im Endeffekt alle eure Prozesse ab, von Stammdatenpflege über Einkauf, Absatz, Lager. Und ihr habt ja auch noch so ein Projektgeschäft, ne, was jetzt auch etwas komplexer ist, wo auch vorhin ein detailliertes Angebot ist mit Aufmaß und so weiter. Ja, Projektgeschäft kommt aus dem Bereich Stallbau. Dort geht es dann um Anfragen, die der Landwirt stellt. Für die entsprechende Projekte und Fördermaßnahmen benötigt er entsprechende Angebote, die ausgearbeitet werden müssen mit einer Gültigkeit. Diese Gültigkeit wird wieder nachgehalten, wird wieder modifiziert bis zum Abschluss von der ersten Anfrage bis zum Projekt. Können bis zu 2 Jahre ins Land ziehen. Ist der Auftrag im System platziert, läuft dieser Projektauftrag in die App hinein und wird von dem Moment an auch mit Materialien bebucht, die Servicetechniker und Monteure auf der Baustelle benötigen, um ihre Arbeit auszuführen. Am Ende des Tages, wenn dieses Projekt abgeschlossen wird, kommt es zum sogenannten Aufmaß. Dieses Aufmaß läuft parallel im System rein, wird ausgearbeitet und nach Fertigstellung des Aufmaßes wird die finale Schlussrechnung an den Kunden gestellt. Ja, okay. Das Projekt selber mit uns, wie hast du es denn empfunden? Wie lief das mit meinem Team? Wie lange habt ihr gebraucht, um diese ja doch recht unterschiedlichen Prozesse mit so einem Handel, Webshop-Anbindung und Projektgeschäft zum Leben zu erwecken? Wir haben vom ersten Tag, wir haben in 2021, das wird August gewesen sein, Juli, August haben wir begonnen und waren online am 1. Januar 2022 mit dem groben Projekt. Danach haben wir das ganze Jahr noch an den entsprechenden Stellschrauben, an den Projektthemen gearbeitet, die nicht startrelevant waren, die aber in dem entsprechenden Jahr ausgearbeitet wurden. Die Arbeit mit dem ganzen Team war sehr, sehr angenehm
Wir sind auch recht schnell vom Sie zum Du übergewechselt, weil ich sage immer, wenn man zusammenarbeitet und in die Zukunft hinaus, dann ist das ein sehr angenehmes Arbeiten, wenn man eine persönliche Barriere da nimmt, und das ist immer das Sie. Und bis zum heutigen Tag funktioniert das einwandfrei. Die Anfragen werden schnell bearbeitet. Also man kann fast sagen, perfekt gelaufen, die Umsetzung. Ja, Ne? perfekt, Also ich war, danke. Das war hört man überraschend, ich hatte mir es anders vorgestellt. Ich habe so ein Projekt noch nie gemacht, aber sehr, 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 sehr angenehm. Na, das hört man gerne, weil ERP-Projekte haben ja auch schon mal hier und da. Ich habe schon mal von Projekten gehört, die nochmal so einen etwas schwierigen Ruf haben. Von daher ist das immer ganz gutes Feedback. Ja. Und wir sind ja auch mittlerweile schon beim Du angekommen, obwohl ich ja im Projekt hier nicht involviert war, sondern mein Team war hier bei dir. Ja. Aber ist auch für uns schön zu hören nach einer Zeit, wenn so ein Projekt läuft und wir uns hier heute so unterhalten, so ein Feedback zu kriegen. Das hört man sehr gerne. Wie sieht die Zukunft aus? Habt ihr noch Baustellen? Gibt es Dinge, wo du das System noch weiter vorantreiben willst? Ja, da kommen immer wieder neue Ideen. Also eine Baustelle ist, dass wir die Offline-App würde ich gerne auf iOS basiert umsetzen, um dort auch in eine nächste Generation reinzugehen. Wir sind am Personalwesen, Zeitmanagement sind wir noch so die letzten Stellschrauben am Drehen. Das heißt, alles rund um die Arbeitszeiterfassung, was nötig ist, um entsprechende Daten weiterzugeben. Das läuft schon. Also ich sage immer, es kommen jetzt so die Stellschrauben, wo hier und da noch Kleinigkeiten zu erledigen sind. Genauso werden im System, im Wareneingang noch ein Projekt kommen, wo wir von der jetzigen Struktur auf eine Listenfunktion uns umbauen. Wir werden die Scanner-Funktionalität weiter ausbauen wollen, um noch weniger Eingabefehler zu kreieren und mit dem Scanner dann noch besser die Qualität der Daten ins System zu bringen. Und da kommen immer wieder neue Ideen, wenn man sich zusammensetzt, wo man noch mal was machen kann. Also da, ich glaube, sind wir jetzt mal an einem Punkt, wo wir ein Grundsystem geschaffen haben, aber in die Zukunft hinein mit Sicherheit noch die ein oder anderen Projektchen kommen. Du hast noch eine ganze Menge Ideen, die da kommen. Ne? Ja, da sind noch ein paar Themen. Ja. Ich glaube auch. Wir machen das ja auf Low-Code. Ne? Das ist so eine Technologie, wo man die Dinge visuell zusammenklickt, konfiguriert, anstatt programmiert, dass wir die Applikationen flexibel und schnell gestalten können. War dir das vorher überhaupt ein Begriff oder hat es... Also Low-Code als solches war mir kein Begriff. Bei der Präsentation oder der ersten Kennenlernphase habe ich mich wiedergefunden, wenn man mit entsprechenden Systemen aus der Office-Welt sich beschäftigt hat. Also ein Begriff nein, aber mittlerweile muss ich sagen, kenne ich mich auch so ein kleines bisschen drin aus und kriege die ein oder anderen Konfigurationen auch selbst hin, ohne dass ich die Unterstützung bedarf. Aber für mich ist es, ja, es ist zielgerichtet, es ist kein Feld zu viel, keins zu wenig. Das, was ich gerne hätte, wird eingebaut mit relativ kleinem Aufwand. Und das macht das System aus, wenn eine Anfrage da ist. Schnell reagieren, einfach gehalten und zielgerichtet. Aber trotzdem alle Funktionen abdecken. Ja, alle Funktionen sind Aber abgedeckt. ihr macht auch jetzt mittlerweile selber schon kleine Anpassungen? Also ich traue mich da an die ein oder anderen Kleinigkeiten schon mal ran, aber das ist auch ein Thema, da muss man auch die Zeit für haben. Am liebsten nicht. Also wenn ich es abgeben kann, ist die Zeit. Also ich sage mal, ihr seid mit eurem Team in 10 Minuten fertig und ich brauche einen ganzen Tag dafür, weil ich es einfach nicht kann. Aber wir können dir gerne Schulung geben. Also wir befürworten das ja. Ne? Ja, also wir freuen uns ja, wenn unsere Kunden auch selber anfangen, ihre Applikationen zu gestalten. Also ich versuche es immer irgendwie wieder mal mit einzubauen in meinen Arbeitsalltag oder in einem Punkt, wo ich dann einfach sage, da musst du doch auch selber hinkriegen. Das Thema Schulung steht auch an, wurde auch schon gemacht, hat mir auch geholfen, um das ganze System zu verstehen. Ja, sehr gut. Nee, ansonsten laden wir dich auch gerne mal ein nach Aachen und dann kriegst du eine persönliche Schulung. Ja, freue ich mich. Werde ich bestimmt annehmen. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, das waren meine Fragen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und danke, dass wir hier sein durften und dass du uns die Zeit genommen hast, uns deine Firma zu zeigen und mal zu erklären, was du mit unserem System machst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke.
Tschüss.